befinde mich hier gerade so ein bisschen abseits von meinem Wohnort, ungefähr 10, 20 Kilometer entfernt. Hinten zieht ein bisschen Regen auf und ich bin hier schön im T-Shirt unterwegs. Naja, im heutigen Video reden wir mal ein bisschen über diesen E-Scooter und allgemein über Aerohawk. Denn da gibt es so ein, zwei Dinge, die passiert sind über Aerohawk und ich wollte das heute einfach mal so ein bisschen thematisieren. Also, wenn ihr euch das Ganze interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Viel Spaß! Ist ziemlich ruhig und ziemlich entspannt. Ja, mein wunderbarer Aerohawk Phoenix. Und ja, da steht dieser Name an der Seite dran. Aerohawk, was ist denn bei dieser Firma denn gerade los? Die haben nämlich erst ein Video hochgeladen, wo sie knapp so 2 Stunden über die aktuelle Situation gesprochen haben. Da haben sie so ein bisschen sich vorgestellt und einfach die ganzen gängigen Fragen geklärt. Insolvenzverfahren, warum Nextnel, warum das und das und das. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut es euch jetzt einfach ganz gerne mal an. Ich thematisiere das gerade nochmal, weil ein paar Dinge passiert sind. Denn ich habe mir einmal eine Gummimatte mitbestellt und Blinker. Zum Thema E-Mail-Verkehr und Rückantwort muss ich mal ganz klar was Positives aussprechen. Das Ganze verläuft aktuell ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob das gerade nur bei mir der Fall ist oder ob das überall so ist. Ich hoffe, es ist überall. Denn eine Sache ist mir aufgefallen. Ich habe angefragt, hey, habt ihr einen Blinker für den Phoenix da? Denn mein hat sie ganz schön mal wegrasiert und ich würde das ganz gerne einfach mal frisch haben. Dann haben sie gesagt, natürlich, ja klar, wir haben noch was auf Bestand noch da. Bitte 36 Euro. Und da habe ich mir gesagt, boah, 36 Euro für so ein Blinkerchen, das ist ein bisschen zu teuer. Gummimatte für 10 Euro, das nehme ich doch mal mit. Also hier der Blinker, für diesen Preis habe ich gesagt, das ist mir ein bisschen zu teuer, da würde ich erstmal nur die Gummimatte nehmen. Das mache ich, habe ich mir so für die Zukunft überlegt gehabt, einfach mal meinen Content Creator Namen mal dazu zu schreiben, wenn es halt eben um solche E-Scooter Sachen geht, damit man das Ganze vielleicht auch zuordnen kann. Kurioserweise habe ich dann heute Morgen eine Antwort bekommen und dann gesagt, hey, ach, Sie sind es, ich würde Ihnen auch ganz gerne den Blinker für 20 Euro anbieten. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber interessant. Also das ist natürlich gerade nur so eine Spekulationssache. Haben die mir jetzt den Preis vom Blinker günstiger gemacht, weil sie mich quasi kennen? Oder haben die das gemacht, weil ich gesagt habe, mir ist es einfach zu teuer? Das ist jetzt halt die spannende Frage. Es wäre schon sehr unfair, wenn ich, nur weil ich halt einen Namen habe. Also klar, ich persönlich finde es ja irgendwo ganz cool, aber ja, es ist schwierig. Nochmal zu dem Thema, zu dem Aerohawk-Verkehr. Ich muss da wirklich positiv aussprechen, dass das Ganze wirklich einwandfrei funktioniert hat. Also da muss ich wirklich sagen, ich hoffe wirklich, ihr bleibt dran und macht es auch wirklich überall durch. Auch bei YouTube-Kommentaren, dass da relativ zügig geantwortet wird, finde ich auch positiv. Weil das zeigt halt irgendwo, hey, die wollen was verändern. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir aber mal zu einer eher negativen Sache. Und zwar habe ich von meinem Kollegen Andi erfahren, dass ein weiterer Kollege von ihm sich den neuen Akku zugelegt hat. Dieser kam, sagen wir mal, Aerohawk-typisch komisch verpackt bei ihm an. Dadurch, dass das Ganze nicht sehr geschützt verpackt war, hat er einen optischen Schaden bekommen. Und nicht nur das, sondern der Anschluss, um den Scooter so normal zu laden, war nicht vorhanden. Also man konnte den Akku nur direkt laden, aber nicht im Anschluss. Da hat einfach der Kontakt wohl gefehlt. Zumindest ist das, was halt eben der Nutzer geschrieben hat. Und es scheint wohl kein Einzelfall zu sein, sondern anhand dieser E-Mail, die man erfahren hat. Ich blende euch das einfach mal hier links mal ein. Der Nutzer hat dann mal eine E-Mail an die Firma geschickt und gesagt, hey, das ist die Situation. Was machen wir jetzt? So, da muss man dazu sagen, Aerohawk hat da schnell reagiert, hat gesagt, ja, scheint wohl kein Einzelfall zu sein, zumindest liest sich das aus der E-Mail so heraus. Wir schicken wir jetzt dann wohl sofort einen neuen Akku los, wo das Ganze jetzt wohl passt. Und bitten dann halt den defekten Akku mal zurückzuschicken. Da gab es wohl irgendwo in der Produktion einen Fehler. Und ich hoffe mal wirklich sehr darauf, dass das Ganze jetzt ein Einzelfall war und sich nicht wieder die Geschichte wiederholt. Das habe ich auch dazu geschrieben, hey, das sollte jetzt nicht zur Gewohnheit werden, weil das hat man in der Vergangenheit leider schon gehabt. So, kommen wir mal jetzt zu meinem Phoenix. Denn dieser Scooter, der bekommt im Winter ein ordentliches Facelift. Ich habe nämlich ein paar Sachen vor bei dem Kollegen. Zum einen möchte ich die Farbe ändern. Ich möchte das erste Mal im Leben eine Lackierspraydose in der Hand halten, um mal ein bisschen was Schönes anzusprühen. Denn die blaue Farbe von diesem eigentlich wunderbaren Scooter, die verliert so ein bisschen ihren Glanz. Ihr könnt das hier sehen. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber
warum auch immer, verliert er hier so ganz komisch die Farbe. Die verblasst ja richtig aus. Das da unten ist zum Schmieren. Aber an der einen oder anderen Stelle, jetzt hier zum Beispiel, sieht man es, da geht auch der Lack ab. Und wenn ich das richtig raussehe, ist das gerade nicht sehr, sehr schön lackiert. Also man hat hier, ich weiß nicht warum oder woher das kommt, irgendjemand einen Stein mitgenommen oder ähnliches. Die Lackfarbe platzt mittlerweile ab. Das ist leider nicht super verarbeitet worden. Man hat da irgendwie nur einmal mal was kurz rüber gepinselt und fertig. Warum? Fragt mich nicht warum oder warum das so ist. Denn wenn man mal die Lackfarben Rot und Gold mal vergleicht, sieht man, hat das Ganze eine richtig, richtig schöne Qualität. Also es glänzt richtig und es wirkt wertiger. Und beim Blau, das ist alles so richtig stumpf und da habe ich das Gefühl, man hat das Ganze vielleicht irgendwie dann nachträglich mal mit angemalt, um halt eben mal eine weitere Farbe halt anzubieten. Was noch unbedingt der Plan ist hinten die Motoren und vorne mit einem Lackstoff zu überarbeiten. Leider durch die trennbare Felge, ich habe ja die Reifen hier gewechselt, reibt man hier an diesen Motoren dran und macht leider den Lack kaputt. Bisschen komisch konstruiert. Ich weiß nicht, warum man das hier so eng gemacht hat. Es gibt andere Varianten, da hat man die Schrauben hier weiter außen. Das ist ein bisschen seltsam ausgeführt. Außerdem seht ihr das Ganze hier, es ist halt gut, das ist gerade relativ dreckig, aber hier durch das Einstellen, weil hier hat sich hinten mal komplett das Ganze mal verzogen, hat man hier einen Schraubschlüssel genommen und du zerkratzt leider hier ziemlich schnell diese Träger. Und diese Träger sind aus Stahl, das ist nämlich magnetisch. Das sorgt aber auch dafür, dass wenn mal Salz oder sowas hinkommen sollte, dort viel Dreck, rostet es nämlich. Heißt, im Winterprojekt wird das Ganze auch mit abgenommen und einfach mal frisch und neu lackiert. Außerdem gucke ich mal, dass ich hier so eine Schraube rausbekomme. Vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, habt ihr vielleicht sogar sowas auch auf Lager, weil ich kann, irgendeine Schraube war das gewesen, ich kann nämlich eine Schraube komplett mit der Hand wieder rausdrehen, weil mir sie rund geworden ist. Ich weiß nicht warum, die Schraube war so abartig fest drin, dass sie rund geworden ist. Was auch anfällt, ist die Bremsscheibe vorne. Die wobbelt super, super stark. Also kurze Story, ich habe vor den Reifen gewechselt, habe die Bremsanlage nicht rausgebaut, sondern die war ja fest angeschraubt. Ich habe das alles so runtergezogen. Problem war gewesen, ich habe so links geschaut, dass ich das hier plan anschließe, habe dann gar nicht rechts geschaut, habe das reingedrückt wie so ein Weltmeister und habe dabei die Bremsscheibe verzogen. Die muss auch neu, ist ein 140er, wer es wissen möchte. Als Lackfarbe soll so ein Tarnkappengrün kommen. Ungefähr diese Richtung, so ein bisschen Militärgrün soll das Ganze nämlich werden. Mal gucken, was es da so auf dem Markt gibt. Ich habe mal mich ein bisschen belesen, habe gemeint, man muss es ein bisschen anschleifen, wenn ich das so brauche. Das ist so schon ziemlich rau. Auf jeden Fall muss ein Primer drüber. Also klar, ich muss ja erstmal alles in Einzelteile zerlegen. Der Plan ist auch, dass ich diesen Teil hier in schwarz mache, also so schwarz matt wie das hier. Dass ich nur die Schwingen in der Farbe mache. Ich überlege auch, dass ich auch hinten diesen Stahlträger, der das Kennzeichen hält, auch in dieser Farbe dann gestalte. Weil ich denke mal, es könnte mal schon recht cool ausschauen, dass man das Ganze so machen könnte. Und die Gummimatte, wie ich schon erwähnt habe, da kommt jetzt eine schwarze drüber, damit das Blaue komplett verschwindet. Die Idee wäre es dann halt nur diesen Teil in Farbe zu machen. Das hier in schwarz, das hier in Farbe und hier oben das hier auch in Farbe, das lässt sich schön zerlegen. Diese Griffe müssten dann theoretisch auch neu, das ist aber gar nicht mal so schlimm, weil ich möchte auf Ledergriffe umswitchen, weil gerade im Hochsommer, ich finde das Gummi, das ist nicht geil zum Anfassen. Du reibst dir die Hände, das ist alles schwarz und nicht so schön. Gummiüberzieher müssen so oder so neu, weil mich hat es mit denen schon mal hingeschmissen. Der ist nämlich da auch defekt. Außerdem muss hier vorne, also das hier möchte ich dann auch, hoffentlich, das gibt es auch in grün oder vielleicht ein beige oder eine andere coole Farbe, was dazu passt, kommt auch neu. Der Halter hier, also das lasse ich einfach hier, den hat es auch ein bisschen mal angetatscht, aber das lasse ich so. Den Halter hier, den hat es ordentlich mal rasiert. Hier hat er was mitbekommen. Alter Schwede. Den hier hat es mal ein bisschen erwischt. Und den hier hat es ja auch mal rasiert. Und ihr könnt das hier sehen, hier ist einfach das Gewinde abgebrochen. Also ich kann den auch nicht abschrauben. Das ist beschissen, also das ist wirklich total schlecht. Da muss ein neuer Halter hin. Es kann sein, dass ich vielleicht doch die Stange wegschmeißen muss, eine neue Stange holen muss. Da muss ich mal gucken, aber ich kriege es auch beim AliExpress günstig hinterhergeschossen, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Eventuell vielleicht ein Beleuchtungsupgrade, das Licht ist nicht schlecht, aber ein besseres Licht könnte schon kommen. Das kann ich ja hier oben irgendwie mit verbinden, da möchte ich aber ein richtig schönes Licht haben. Nichts mit so einer Gummiüberziehung, das wackelt, das ist einfach nicht schön verarbeitet. Sonst muss ich sagen, läuft das Scooter relativ gut. Ich bin wirklich super zufrieden damit. Also das
Gibt ja keine großen Probleme. Jetzt würde ich sagen, fahren wir mal eine gemütliche weitere Runde. Ich habe den ersten Akku fast schon runtergefahren und ich möchte mich ein bisschen beeilen, weil der Regen immer näher und näher kommt und irgendwie ändert sich das Gefühl alle 10 Sekunden. Vorher war da nur ein bisschen Regen, jetzt hat sich das komplett irgendwie zusammenfusioniert. Ich kapiere es nicht, was unser Wetter heute Nein! Ach nee! Oh, ich habe die falsche Powerbank mit. Digga, ich habe 5 Powerbanks hier drin. Junge, Digga, ich bin so ein. Ich habe 3 Powerbanks da. Nee, Junge, ich habe 4 Powerbanks dabei. 1, 2. 2. Die sind alle leer. Bis auf die hier. Jetzt machen wir eine andere. Ach, Junge, ich habe 5 Powerbanks dabei und alle sind leer, außer die. Und die kann ich nicht hernehmen, weil ich einen passenden Anschluss nicht habe. Ach komm. Ja, meine lieben Leute, ist ein schnelles Ende. Ich habe nur noch 1%. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Und ich sage jetzt ganz schnell. Oh,